Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Die News sind draußen für das kommende Wochenende und das nächste Wochenende. Und das ist relativ interessant, da wir ja das nächste Wochenende, also das, was jetzt hier auf diese Woche folgt, Legendary Dungeon haben. Und das ist halt sehr interessant, weil ja, wir sehen wollten, was wir alles in Kombination mit dem LD jetzt haben. Und da haben wir jetzt die Gewissheit auf jeden Fall. Und das wird halt in Bezug auch auf Ressourcen sehr interessant werden. Da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Zuerst mal für dieses Wochenende können wir erwarten von Freitag bis Sonntag Epic Gut Glück, Extravaganza, Tag des heißen Eisens, Epic Kaufrausch und Auraler Großputz. Ja, das sind auf jeden Fall die Events, die das Wochenende jetzt anstehen. Sehr interessant auf jeden Fall auch wieder Auraler Großputz. Das heißt, wir haben wieder den Freitag, Samstag, Sonntag, wo wir jeweils 2 Epics in die Toilette schmeißen können und für 100 Füllstand pro Epic. Das heißt, wir können wieder über die 3 Tage 600 Füllstand quasi erlangen. Das heißt, 2 Stufen können wir hier easy nochmal machen, bevor der LD anfängt. Und dann haben wir auch schon das nächste Wochenende mit dem sogenannten Legendary Dungeon. Oktoberfest haben wir mit dabei, das heißt Freibier gibt es dann auch. Wir haben Gold-Event, Hexentanz, Fest der Festung, also für Steine und so, auch ganz gut. Tag der tollkühnen Tiere. Und auch wieder Tag des heißen Eisens, sowie auch wieder Auraler Großputz. Ja, und das könnte wiederum relativ interessant werden, weil hier sehr viele, ja, sehr interessante Events auch für mich persönlich dabei sind. Wir haben wieder Auraler Großputz, das heißt, ich werde ja den Legendary Dungeon am 20. spielen. Heißt, wir können schon, dadurch, dass wir ja auf F9 bereits am Donnerstag schon die Events haben, also am 18., kann ich da schon einmal hier wieder ja, 200 Füllstand machen. Hier 200 Füllstand und hier am Samstag auch nochmal 200 Füllstand, sodass ich quasi nochmal ein zweites Mal Auraler Großputz das Event nutzen kann, sodass ich nicht nur dieses Wochenende ja, 600 Füllstand kriege, sondern nächstes Wochenende, bevor wir in den LD reingehen, auch nochmal 600 Füllstand, was dann auch nochmal 2 Stufen höher sind in unserer Klo-Aura. Ja, zwischendurch kriegen wir natürlich auch nochmal so eine Stufe, einfach so, aber das scheppert natürlich ordentlich rein und dann werden wir wahrscheinlich in der Gesamtaura Stufe auf jeden Fall so um die 1050 oder sowas dann kommen, bevor wir uns hier neu equippen werden auf meinen Main. Also das wird sehr, sehr gut werden. Ansonsten, ja, sehen wir auch auf jeden Fall den Legendary Dungeon. Wir haben hier als Thema diabolische Betriebsfeier. Vielleicht für die Leute interessant, die das komplette Set dann noch nicht vervollständigt haben sollten. Das ist hier quasi dieses Set, was ihr dann bekommen könnt. Ja, das sind hier die ganzen Items, die aus dem LD jetzt erscheinen können. Das sind relativ viele. Ihr seht das ja hier. Ne? Und genau, hier schon das nächste Set, also die Seite und die Seite könnt ihr bekommen. Ja, also das auf jeden Fall ziemlich viele Items, die da gefüllt werden können. Ist auch, denke ich mal, für neue Server ganz interessant. Da kann man schon gleich die Chance auf die Lechy-Steine dann aus der Mine ein bisschen hochschrauben auf jeden Fall. So, wo es jetzt aber auch interessant wird, ist bei dem Event, was wir hier auch in Kombination mit haben, und zwar Tag des heißen Eisens. Ja, das haben wir zwar hier auch schon, aber hier auch. Und zwar in Kombination mit dem LD wird es halt sehr interessant werden, weil wir werden ja einiges an Epics ja farmen können durch den LD. Ich will ja nicht nur mich komplett mit Legis ausrüsten, sondern meine Begleiter ja auch komplett mit neuen Items ausrüsten. Und da brauche ich natürlich auch sehr viele Epic-Gegenstände so, ne? Also das wird sehr, sehr interessant werden. Was halt aber eben mir noch in die Karten spielt, ist Folgendes. Dadurch, dass wir halt wahrscheinlich auch sehr viele Items doppelt bekommen werden, doppelt und dreifach und vierfach und so, und die dann wahrscheinlich nicht brauchen werden für die Begleiter, haben wir dann 15 Zerlegpunkte an dem Tag und die Ressourcen zählen halt auch doppelt wegen Tag des heißen Eisens. Also wir haben nicht nur 5 Zerlegpunkte, sondern 15, ja, plus die Items zählen vom Wert her doppelt. Das heißt zum Beispiel hier so eine Waffe, die ich hier habe, die mir knapp
ja, also das ist jetzt eine 1033er von der Qualität her. Wenn ich dann 1050er Waffen habe, ich weiß nicht, vielleicht bringen die dann schon nachher, ja, vielleicht 48k, 49k, ich weiß nicht. Runden wir einfach mal auf, 50k gibt mir die Waffe jetzt hier, wenn ich die jetzt zerlegen würde. Ja, das heißt, zum Schmiede-Event gibt mir eine Epic-Waffe einfach mal 100.000 Kristalle. Und das ist eine ganz schöne Menge, muss ich dazu sagen. Ich wollte eigentlich nicht mir Epics und sowas zerlegen und so, weil ich mir die eigentlich erstmal für meine Begleiter aufbewahren möchte, dann neue Epics und so, ne, die ich dann ausrüste. Allerdings dadurch, dass wir vieles doppelt bekommen werden, werde ich wahrscheinlich auch die 15 Zerlegpunkte zum Legendary Dungeon Event beziehungsweise zum Tag des heißen Eisens dann auch nutzen, weil wir natürlich auch dementsprechend viele Ressourcen benötigen werden, einfach, weil weil das komplett teuer wird von den Verbesserungen her. Ich hatte euch das ja auch schon mal gezeigt, wenn wir die Waffe hier verbessern wollen als Beispiel, was man hier an Kristalle und Metalle benötigt, ist halt absolut crazy. So, ne? Also das ist schon, deswegen, ja, werde ich auf jeden Fall auch ein paar, ja, definitiv Ressourcenruns machen. Ich werde keine Epics oder sowas liegen lassen. Also nicht Ressourcenruns in dem Sinne, wie man es sonst normalerweise kennt vom LD, dass man sagt, okay, man geht jetzt in die Dungeon Runs und macht jetzt hier irgendwie, geht auf Holz, Steine, Seelen und sowas. Das mache ich natürlich nicht, macht ja gar keinen Sinn auf dem Account hier. Aber ich werde wahrscheinlich schon über die 3 Tage versuchen, zumindest die Zerlegpunkte mitzunehmen. Und das wird sehr interessant werden. Weil ja, dann kriegen wir definitiv auch genug Kristalle hoffentlich dann zusammen, um halt eben einfach alle meine neuen Legis dann gleich auf 20 ziehen zu können. Ne? Ob das reichen wird, werden wir sehen. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Wir haben hier im Equipment ca. 15 Millionen Kristalle nochmal liegen. Hier haben wir dann wahrscheinlich so um die 25 Millionen bis dahin dann an Kristalle. Mal gucken, ob das reicht, um das neue Set dann komplett auf 20 zu ziehen. Auf jeden Fall werde ich dann halt eben auch noch das ein oder andere Epic, denke ich mal, zerlegen und halt eben auch in die Toilette schmeißen. Und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall nur zeigen. Die Events spielen sich jetzt perfekt aus für den kommenden Legendary Dungeon, um halt hier wirklich, ja, nochmal das Maximale rausholen zu können einfach. Ne? Wir haben ja gestern auch hier schon auf dem Account ein bisschen nochmal gepusht, damit wir vielleicht noch ein Level-Up mehr schaffen, so bis dahin, dass wir dahingehend auch nochmal unsere Aura ein bisschen hochziehen hier. Hier sehe ich auch gerade nochmal ein Epic, das nehme ich mir auch einfach mal mit. Ich meine, wenn es jetzt mir so im Shop angeboten wird, dann kaufe ich das einfach so. Ne? Ja, und deswegen wird auf jeden Fall ziemlich nice werden. Ich werde wahrscheinlich so, ja, ich rechne mal so mit 200 Euro, die ich hier aufladen werde auf meinen Main. Werden wir mal schauen. Auf jeden Fall, wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, am Freitag, denke ich mal, bin ich auch schon abends ein bisschen live, aber am Samstag bin ich dann zwischen 14 und 15 Uhr gehen wir live auf Twitch und dann wird mein kompletter Account dann neu gestaltet. Ich denke mal, ich werde es so machen, dadurch, dass wir ja am Donnerstag bereits auf F9 schon die Events haben, werde ich, denke ich mal, Donnerstag zu Freitag oder so, werde ich dann alle meine Items, die ich hier habe, zerlegen, ja, weil wir benötigen ja die Zerlegpunkte. Wir haben ja 15 Zerlegpunkte, damit müssen wir ja dann rechnen und die brauchen wir hier schon alleine, um das hier alles loszuwerden. Das heißt, ich werde dann eine Zeit lang erstmal komplett nackig rumlaufen im LD, weil ich diese Items ja auch alle noch zerlegen muss. Ich muss ja mein aktuelles Equipment hier komplett auch zerlegen für die Ressourcen. Ich will ja hier überall die Ressourcen raushaben. Ne? Ihr seht das ja, die Waffe alleine hat hier schon knapp 3 Millionen Kristalle nochmal inne, sag ich mal. Und die will ich natürlich haben für mein neues Equipment. Deswegen, das muss alles zerlegt werden. Beziehungsweise muss ich mir vorher die Runen noch irgendwie abspeichern, dass wir die halt eben auf das neue Equipment ziehen. Ja. Oder wir bewahren das Equipment hier erstmal auf. Das ist vielleicht dann auch smarter, weil hier haben wir die Maximalrunen drauf. Holen uns das neue Equipment aus dem LD, switchen dann die Runen und zerlegen es dann im Nachhinein. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Also ja, das wäre die safe Variante. Wir haben, ja gut, hier haben wir auch noch einiges an Epics so. Ich habe hier auf jeden Fall versucht, so viel wie möglich Platz zu schaffen für epische Gegenstände. Aber ja, jetzt über die Tage werden wir natürlich jetzt auch wieder ein paar Epics loswerden.
weil wir natürlich jetzt auch das kommende Wochenende Auraler Großputz haben und da werde ich dann auch nochmal dann wieder 6 Epics aus meinem Inventar dann loswerden und die Aura ein bisschen leveln können. Ja, das auf jeden Fall die Pläne dazu. Also das wird sehr, sehr spannend werden. Die Events spielen definitiv uns in die Karten und deswegen freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Wird ein nices Event. Und ja, werden wir sehen, was wir dann auf jeden Fall dann vorher, nachher, Foto müssen wir definitiv dann noch machen. Alles klar, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.